Wie spule ich an meiner alten Pfaff 260 oder an meiner 360 den Unterfaden richtig auf meine Spule? Wie setze ich ihn richtig in meine Kapsel ein? Und wie stelle ich in meiner Kapsel die Grundfadenspannung meiner Nähmaschine ein? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Die Spulkapsel, die wir für unsere Pfaff 260 oder auch für unsere Pfaff 360 brauchen, ist aus Metall. Sie ist noch überall im Handel ganz leicht erhältlich. Wir haben auf beiden Seiten von unserer Spulkapsel eine kleine ausgesparte Nut. Beide Nutöffnungen liegen genau gegenüber. Einmal auf der Vorder- und gegenüber auf der hinteren Seite. An jeder Nut haben wir an der äußeren Kante eine scharf angeschliffene Fläche, die wie ein Messerchen funktioniert. Bevor wir unseren Unterfaden nun aber auf unsere Spulkapsel spulen, möchten wir einmal unsere Nadel ausstellen. Dazu nehmen wir unser Handrad. Am Ende unseres Handrades finden wir die Auslösescheibe und diese Auslösescheibe lösen wir. Das heißt, wir halten unser Handrad fest und drehen die Auslösescheibe einmal zu uns. Wenn wir jetzt unser Handrad drehen, dreht sich unsere Nadel nicht mehr mit. Wir nehmen unsere Garnrolle und stecken unsere Garnrolle auf den hinteren Stift. Die Garnstärke, die wir auf unsere Unterfadenspule spulen, sollte entweder die gleiche Fadenstärke haben oder ein wenig geringer sein. Wir ziehen ein Stück Faden von unserer Garnrolle ab und führen sie im Uhrzeigersinn um unseren Fadenspanner. Unser Fadenspanner hat so eine kleine Feder und zwischen der unteren Platte und dem oberen Kopf klemmen wir nun unseren Faden einmal ein. Das heißt, wir greifen uns unseren Faden, ziehen unseren Faden nach vorne, klemmen ihn von vorne einmal in unsere kleine Feder ein und wandern im Uhrzeigersinn einmal komplett um unseren Fadenspanner herum. Der Faden sollte sich am Ende der Bewegung einmal kreuzen. Unseren so vorbereiteten Faden können wir nun auf unsere Unterfadenspule ziehen. Dazu nehmen wir die Unterfadenspule, wir starten in der Mitte und wir haben die obere Nut. Das heißt, wir nehmen unser Fadenende, wir kommen aus der Mitte und wir ziehen unseren Faden nach oben. So schaut das Ganze aus. Wir halten unseren Faden fest und unsere Spule nehmen wir einmal mit und schieben sie auf die Spulspindel. Ich nehme sie noch einmal herunter. Unsere Spulspindel hat, wo ist da? So, unsere Spulspindel hat einen kleinen Stift. Dieser Stift fixiert uns die Spule. An der oberen kleinen Nut haben wir durch die Nut hindurch unseren Faden nach oben gezogen und an der unteren Seite nehmen wir nun diese Nut und stecken die Nut einmal auf den Stift. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Ausschalthebel gegen unsere Spule stecken. Wir halten unseren Faden fest und wir spulen auf. Wenn ihr ein paar Umdrehungen gemacht habt, ihr könnt den oberen Faden unter Spannung halten. Dann schneidet ihr den überhängenden Faden mit diesem kleinen Messerchen an dieser äußeren Nut einfach ab. Wenn wir das haben, spulen wir einmal so viel Faden auf, wie wir mögen. Ist die Spule voll, springt der Ausschalthebel einfach zurück und wir schneiden unseren Faden einmal ab. Unsere Unterfadenspule ist vorbereitet. Wir holen uns einmal die Spulkapsel aus der Maschine. Dazu kippen wir einmal unsere Maschine nach hinten und wir holen unsere Spulkapsel aus dem Spulgehäuse. Wir haben an unserer Spulkapsel eine Feder. Diese Feder hält unsere Spule in unserem Spulgehäuse fest.
und sie fixiert unsere Spule in dem Spulgehäuse. Das heißt, wir schieben einmal die Feder nach vorne, greifen unsere Spule heraus, jetzt wirklich ganz ordentlich, und nehmen die Spulkapsel einmal mit. Unsere Maschine schlage ich erst noch einmal zurück. Unsere Spulkapsel hat diesen Hebel mit der Feder und unsere Spulkapsel hat eine Öffnung mit einem Verlauf und sie hat eine Fadenspannungsfeder. Unsere Kapsel hat neben unserer Spannungsfeder an der Spannungsfeder 2 Schrauben. Die hintere Schraube fixiert nur die Spannungsfeder und die vordere Schraube stellt die Grundfadenspannung unserer Nähmaschine ein. Wenn wir unsere gefüllte Spule in die Spulkapsel einsetzen möchten, achten wir darauf, dass unser aufgespulter Faden nach links auswandert. Mein Spulgehäuse lege ich mit der eingeschnittenen Nut zu mir hin. Ich nehme meine Spule mit dem nach links gelegten Faden, halte den Faden einmal fest und ich lege meine Spule in mein Spulgehäuse. Und jetzt zieht sich der Faden wie von allein schon in die richtige Richtung. Meinen Faden kann ich nun hinter die Feder ziehen und an dem Häkchen vorbeilegen. Und schon ist mein Faden richtig eingesetzt. Wenn wir die richtige Fadenspannung für unseren Unterfaden ermitteln wollen, nehmen wir unsere Spule in der Spulkapsel. Wir ziehen den eingelegten Faden 6 bis 7 cm weiter raus und geben so ein bisschen Schwung. Mit jedem bisschen Schwung wird mein Faden ein wenig länger. Wenn das so funktioniert, habe ich die richtige Fadenspannung ermittelt. An meinem Spulgehäuse stimmt die Fadenspannung. Ich habe ein zweites Spulgehäuse hier, um euch zu zeigen, wie ihr die richtige Fadenspannung einstellt. Wir legen erneut einen Faden ein, halten unseren Faden wieder mit ein paar Zentimeter Länge fest und wir ticksen. Und siehe da, auch hier habe ich die richtige Fadenspannung, aber wir möchten die Fadenspannung ja ändern. Wenn wir die Fadenspannung lösen wollen, dann drehen wir das Ganze einmal gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich jetzt meinen Faden nehme, dann kann ich mein Spulgehäuse gar nicht hochheben. Mein Faden rollt sich einfach immer weiter ab. Da ist gar kein Halt. Um die richtige Fadenspannung wiederzufinden, nehmen wir Vierteldrehungen und probieren nach jeder Vierteldrehung erneut, wie sich mein Faden verhält. Eine Vierteldrehung mit dem Uhrzeigersinn und meine Fadenspannung wird langsam erhöht. Die nächste Vierteldrehung. Und schon sind wir wieder an dem Punkt, der unsere Spule mit der richtigen Festigkeit hält. Wir kippen unsere Maschine erneut nach hinten und wir möchten unsere Spule einsetzen. Wenn wir unsere Spulkapsel mit der Spule einsetzen möchten, brauchen wir nur an diesem Hebel ziehen. Dieser Hebel hält unsere Spule in der Spulkapsel und sie wird nicht mehr herausfallen. Ich nehme meine Spule nochmal heraus. Wenn wir jetzt, und wenn wir jetzt hier an diesem Hebel ziehen, schauen wir uns das einmal von innen an. Wir drehen das um. Seht ihr hier diesen Greifer? Und dieser Greifer hält unsere Spule in der Kapsel. Ich setze das wieder zusammen. Wir halten die Spannungsfeder fest. Wir halten die Öffnung unserer Spule nach oben und so schieben wir einmal unsere Spule in das Gehäuse. Und das Ganze klackt, wenn ihr das einsetzt, richtig laut. Hier ist eine kleine Aussparung, hier rutscht unsere Feder herein, unser Finger schaut genau darüber. Dann habt ihr die Kontrolle, dass ihr es richtig eingesetzt habt. Unser Faden hängt zur linken Seite. Wir halten unser Handrad fest und wir drehen die äußere Scheibe von uns weg, sodass unsere Maschine wieder näht.
spannen eben den Oberfaden ein. Dazu findet ihr ein weiteres Video, das verlinke ich euch am Ende. Wir halten den Oberfaden fest, nähen einen Stich und unser Unterfaden kommt in einer Schlaufe nach oben und wir können starten. Habt viel Vergnügen beim Nähen, Patchen und Quilten mit eurer alten Pfaff 260 oder 360. Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!